Platz 6, Drive in der One-Click-Edition von Birnenblatt. International, vor allem auf dem Markt der Full-Slips, sind sogenannte One-Clicks schon seit längerem ein Begriff. Da hat man einfach die Möglichkeit, wenn Blue-Fans, HDZer und so weiter mehrere Full-Slip-Versionen von ein und demselben Titel veröffentlichen, man alle mit einem Klick bestellen kann, deswegen auch der Titel. Meistens bekommt man dann noch eine schicke Box drumherum quasi als Bonus und das hat Birnenblatt jetzt auch für Mediabooks im deutschsprachigen Raum gemacht. Drive ist in insgesamt 3 verschiedenen Mediabooks erschienen, 2 mit wirklich coolen gezeichneten Motiven und eines, das meines Erachtens nach definitiv zu den geilsten, innovativsten und coolsten Mediabook-Ideen des vergangenen Jahres zählt und die dann noch in einer Box untergebracht, die ebenfalls ein absolut geniales Drum ist, vor allem weil man eines der wahrscheinlich coolsten und cleversten Motive hier dann auch noch sehr schön angebracht auf dem Frontcover der Box untergebracht hat. Drive ist ein großartiger Release, hat neben dem Film auf Blu-ray auch noch den Soundtrack als CD mit dabei und ist wirklich sehenswert und deswegen verdient hier auf der Liste der coolsten VÖs des vergangenen Jahres. In Sachen Mediabook-Innovationen gibt es definitiv kein Label, das Birnenblatt auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Seien es nun großartige Goodies wie ein komplettes Hörbuch als Bonus bei Zimmer 1408 bis hin zu fantastischen Artworks inklusive meinem persönlichen All-Time-Favorite Mediabook, dem Glow-in-the-Dark-Effekt-Cover bei Wolfcop. Hier ist einfach immer was Geiles dabei. Und dementsprechend war ich auch gespannt, als angekündigt wurde, dass Birnenblatt im Exklusivvertrieb von Pretz-Media nicht eines, nicht 2, sondern gleich 3 verschiedene Mediabooks zu Drive mit Ryan Gosling in der Hauptrolle veröffentlichen möchte. Normalerweise bin ich ja niemand, der sich verschiedene Cover zum selben Film zulegt, aber im Fall von Drive wollte ich einerseits das wattierte Mediabook haben und war dann auch ziemlich angetan von der Box, die nämlich gleich alle 3 Mediabooks mit einer exklusiven Limitierungskarte obendrauf auch noch enthält. Und vor allem ist hier als Cover-Artwork von dieser Box eines der, finde ich, genialsten Motive zu diesem Film enthalten, sodass ich einfach nicht mehr Nein sagen konnte. Das Ganze in dieser wirklich genialen rosanen Folienprägung geht auch eben ein bisschen ins Innere hinein. Das bewegt sich wunderschön mit, wenn man das Ganze hier bewegt und das Licht anders einfällt. Das wirkt absolut edel und grundsätzlich bin ich der Meinung, dass dieses Schaltknüppelmotiv, wo ein im Kreis fahrendes Auto mehr oder weniger den Rahmen von diesem Schaltknüppel abbildet, wir hier die einzelnen Gänge abgebildet haben und noch dazu als Teil vom Schaltknüppel auch noch der Hammer aus dem Film verwendet wurde. Das ist wirklich ein unfasslich kreatives, unfasslich geniales Motiv, das absolut perfekt, finde ich, als Außencover für diese Box passt. Außerdem hat Birnenblatt sogar diese Box unten gestaltet. Das Artwork stammt übrigens von Hunter Langston. Die Box an sich ist magnetisch verschließbar und geht dann hier nach rechts auf, aber hinein schauen wir erst in Kürze. Zuerst geht's noch weiter auf den Spine, wo ebenfalls passend zum Stil des Films auch alle Schriftzüge in rosa abgedruckt sind und hier dann auf dem Backcover noch einmal mehr oder weniger dasselbe Spiel wie auf dem Frontcover und zwar hier mit einem blutigen Reifenabdruck. Das sieht wirklich absolut hervorragend aus, das gefällt mir wahnsinnig gut. Auch hier arbeitet diese Silberfolien-Geschichte wahnsinnig gut, um uns hier ein großartiges Artwork zu liefern, vor allem wenn ich jetzt dann hier das Ganze wirklich aufklappe. Das funktioniert nicht so ganz, weil es hier auf dem Spine festgeklebt ist, macht aber außen wirklich extrem was her. Drinnen ist diese Box dann mit Samt überzogen, was finde ich absolut genial aussieht. Außerdem hat man hier eine Hilfe eingebaut, um die Mediabooks leichter entnehmen zu können. Das Einzige, was hier allerdings im Gegensatz zu vielen anderen vergleichbaren One-Click-Boxen nicht gemacht wurde, ist diese Schlaufe in der Box zu befestigen. Habe ich nachgefragt bei Pretz-Media. Der Grund dafür war, dass man nicht mit etwaigen Klebespuren
eine Stelle erzeugen möchte, wo dann nachher vielleicht irgendwann einmal die Mediabooks Druckstellen bekommen können. Eine absolut nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn ich natürlich, weil ich so gewohnt war, ganz am Anfang, wie ich die Box das erste Mal geöffnet habe, einfach rechts angezogen habe und mir die Schlaufe unter den Mediabooks rausgezogen habe. Aber das ist eine absolute Kleinigkeit, die niemanden wirklich stören wird. Wir sehen hier im Inneren, wenn es der Autofokus möchte, dass wirklich die komplette Box mit diesem Samt überzogen wurde, der nicht nur edel aussieht, sondern natürlich auch eine Funktion erfüllt, dahingehend, dass dadurch die Mediabooks nicht etwaige Kratzer oder sonst irgendwas davontragen können. Das ist wirklich hervorragend durchdacht und das ist eine stabile, wirklich toll gemachte Box. Außerdem gibt es bei diesen Boxen, grundsätzlich ist es außen angebracht. Ich persönlich habe bemerkt, dass selbst wenn die Mediabooks drinnen ist, auf der Seite neben den Mediabooks immer noch genug Platz ist, um diese Limitierungskarte unterzubringen. Insgesamt gibt es von der One-Click-Box, die ich euch in dem Video zeige, 333 Stück. In meinem Fall witzigerweise die Nummer 131 gelandet, auch wenn es kein beschlagnahmter Film ist. Und natürlich hat man sich diese Mühe gegeben, dass jetzt alle 3 Mediabooks, die in dieser Box enthalten sind, ebenfalls die Limitierungsnummer 131 tragen. Außerdem gibt's noch 2 Postkarten in dieser Box. Dabei handelt es sich um die 2 Motive, die uns jetzt im Laufe des Videos noch öfter begegnen werden, nämlich die Motive, die auch als Innenartwork für die 3 Mediabooks verwendet wurden. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, uns die Mediabooks an sich jetzt einmal wirklich im Detail anzuschauen. Beginnen wir mit dem Cover A. Da sehen wir quasi Ryan Goslings Gesicht, das über der Stadt thront, wo mehr oder weniger sein Stiernacken dann nur mehr aus Wolkenkratzern besteht. Und was mir persönlich extrem gut gefällt, auch hier ist partieller Glanzfoliendruck eingesetzt worden, nämlich bei seiner Brille. Das Einzige, das mich ein kleines bisschen wundert, ist, dass man das nicht auch noch beim Titelschriftzug hier unten gemacht hat, wobei das Cover Artwork mir grundsätzlich schon wirklich gut gefällt. Das sind die Artworks von den Drive Mediabooks, vor allem eben bei Cover A und B, sind wirklich speziell und ich gebe auch zu, wie ich sie das allererste Mal gesehen habe in irgendwelchen Vorschaubildern, haben sie mir auch bei weitem nicht so gut gefallen wie jetzt auf den fertigen Mediabooks. Ganz besonders beim Cover C war ich etwas skeptisch, aber das werden wir dann noch sehen, wenn wir uns das Mediabook im Detail anschauen, dass das definitiv unbegründet war. Was mir extrem gut gefällt, ist, dass wie von Mediabooks von Birnenblatt gewohnt und was eben auch etwas ist, das außer Birnenblatt fast niemand macht. Das Artwork von dem Frontcover bis hin auf den Spine fortgesetzt wird. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein durchgehendes Bild, das auch eben auf dem Spine und auf dem Backcover ist und dann den Skorpion aus dem Film noch auf dem Backcover enthält. Diejenigen, die auf der Suche nach der individuellen Limitierungsnummer auf den Mediabook sind, denen empfehle ich wirklich dringend eine Lupe anzuschaffen, denn diese INI-Nummer ist hier. Also ganz ehrlich, ich beneide Stefan von Birnenblatt nicht dafür, dass er diese Limitierungsnummer Sticker alle per Hand aufkleben musste. Und zwar 999 Mal bei Cover A, 777 Mal bei Cover B und bei Cover C ist es ein bisschen anders gelöst worden, das schauen wir uns dann später an. Aber das ist womöglich wirklich ein kleines bisschen klein. Aber egal, außen sieht dieses Mediabook, finde ich, auf jeden Fall absolut fantastisch aus. Ist auch eben etwas, wo man sagen muss, das ist definitiv kein 0815 Mediabook, kein 0815 Artwork. Drinnen dann etwas, das ich bei den Mediabooks von Birnenblatt auch immer spitze finde, die Tatsache, dass die Discs ein
eigenes Bild bekommen und es selbst, wenn es sich um Repacks handelt, nicht einfach Repacks mit demselben Disk-Design wie bei den bisherigen Releases handelt. Hier eben einerseits diese beiden Charaktere als schicke Zeichnungen auf den beiden Discs und unterhalb von den Discs dann eben wie angekündigt, hier das eine Motiv als Innenartwork und ich muss sagen, das ist etwas, das ganz selten gemacht wird bei Mediabooks, das aber meiner Meinung nach wirklich die absolut genialste Möglichkeit ist, ein Innendesign durchzusetzen. Gefällt mir so wesentlich besser, als wäre ein Bild quasi durchgehend unterhalb der Discs angebracht, weil dann hat man quasi auf der einen Seite trotzdem immer nur eine Hälfte vom Artwork und dann beispielsweise das Frontcover vom Booklet, beziehungsweise hier hinten das Backcover vom Booklet und dann wiederum den zweiten Teil von dem durchgehenden Innendesign. Da passt es, finde ich, wesentlich besser, wenn sowohl auf dieser Seite ein durchgehendes Motiv zum Einsatz kommt, als dann eben auch auf dieser Seite. Wunderschöne Zeichnungen in dem Fall. Das Ganze, was man hier sieht, ist ein genähtes Mediabook, das hier jetzt zwar in meinem Fall vielleicht nicht 100% perfekt ist. Das sind zum Beispiel bei meinem Cover B sind diese Nähte wesentlich weniger deutlich zu sehen. Trotzdem gehört auf jeden Fall gesagt, dass gerade bei Versand und so weiter ein genähtes Mediabook auf jeden Fall die hochwertigste Verarbeitungsmöglichkeit ist. Wir alle kennen Mediabooks mit gehefteten Booklet, wo dann bei kleineren Stößen beim Versand schon ausreichend sind, um das Booklet komplett rauszureißen, beziehungsweise geklebte Booklets, die dann teilweise gar nicht einmal 100% gerade drinnen kleben und so weiter, und die geklebten halte ich grundsätzlich sowieso generell für eher schwach. Da ist das auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Auch, muss man sagen, von der Gestaltung her gefällt mir dieses Mini-Birnen-Extrablatt, ist auch ein relativ cooler Name, muss man sagen, richtig gut. Hier natürlich mit einer Mischung aus Text beziehungsweise Setbildern oder auch eben Bildern aus dem Film. Das Ganze ist, finde ich, visuell gut aufbereitet, macht einen optisch guten Eindruck und gefällt mir. Noch hatte ich leider keine Zeit, das Booklet wirklich durchzulesen. Das wird aber in Kürze folgen. Wer sich gerne mit der Pause-Taste hier auf YouTube spielt, der kann das ja wahrscheinlich jetzt tun. 30-seitiges Booklet ist eine sehr, sehr feine Sache, vor allem eben, wenn man hier sich den Querschnitt anschaut. Auch, muss man sagen, mit diesem Falz macht das Mediabook einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Außerdem ist noch eine Kleinigkeit mit dabei, nämlich ein Flyer über den Soundtrack, wo eben noch einzelne Credits angebracht sind. Dieser Flyer übrigens, wurde mir ebenfalls gesagt, war eine Bedingung des Lizenzgebers, und zwar nicht nur, dass dieser Flyer beigelegt wird, was ich grundsätzlich sowieso für eine coole Idee halte, sondern auch, dass dieser Flyer exakt dieses Format hat. Es war nicht die Entscheidung von Birnenblatt, den Flyer so zu machen, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich hätte mir diesen Flyer im viereckigen, also im quadratischen Format wesentlich besser vorstellen können, nämlich genau in dem Format, dass man ihn dann auch als Cover in eine Audio-CD-Hülle hineinlegen kann. Aber das war leider aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Dafür ist es uns jetzt möglich, einen Blick auf das zweite Cover zu werfen. Das, muss ich zugeben, das war, das mir auf den allerersten Bildern noch am wenigsten gefallen hat, das jetzt aber hier in Natura auch fantastisch aussieht. Einerseits im Gegensatz zum Cover A hier der partielle Glanzfoliendruck beim Titelschriftzug, der mehr oder weniger in Ryan Goslings Silhouette gedruckt wurde. Hier unten ein wirklich sehr schön stilisiertes Bild, ebenfalls noch in ihn hineingezeichnet, und natürlich auch bei diesem Cover einerseits der hochwertige Falz beziehungsweise andererseits das fortgesetzte Motiv bis hin aufs Backcover. Hier wartet dann das Hammermotiv auf uns, ebenfalls recht cool mit diesen Reifenspuren, und wer sucht, der findet womöglich auch noch die eigene Limitierungsnummer. Natürlich dieselbe wie bei der Box beziehungsweise beim anderen Cover, und hier als Gesamtüberblick wirklich absolut geil.
Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Wenn wir jetzt nur einen ganz schnellen Blick ins Mediabook hineinwerfen, dann sehen wir, dass natürlich das Disk-Design bzw. der Innendruck und auch das Booklet absolut identisch sind und dass natürlich hier dann ebenfalls noch der Flyer wegen der CD beiliegt. Aber kommen wir zu dem absoluten Highlight aus der Box. Ich habe es mir, muss ich zugeben, selbst auf den ersten Realfotos auf Facebook nicht wirklich vorstellen können. Es gab ja schon zu Grease, glaube ich, eine Edition, ich glaube auch noch zu Ganz oder Gar nicht hat das Fox auch gemacht, wo mehr oder weniger ein DVD-Case in einer Jacke drinnen gesteckt hat, aber hier mehr oder weniger die Jacke aus Drive als Mediabook-Design nachzumachen, das ist eine saugeile Idee. Vor allem, weil es ein wattiertes Mediabook ist und demnach eben auch diesen sagen wir, Daunenjacken-Charakter relativ schön wiedergibt und man es hier wirklich geschafft hat, perfekt mit der Prägung zu arbeiten. Man hat hier natürlich den Teil, der nach innen geht, wo der Zipfverschluss offen ist. Hier unten ist er dann geschlossen und hat dieses Muster von der Jacke, diese Nähte, absolut hervorragend umgesetzt und auch eben wie dann hier der Titelschriftzug in die Jacke eingearbeitet wurde. Das ist großartig. Das ist wirklich, wirklich fantastisch und damit ist Drive einmal schon ein heißer Kandidat für das Mediabook des Jahres, vor allem wenn man hier dann auf das Backcover geht und hier ebenfalls noch diese Prägung vorfindet, beziehungsweise noch einmal den Skorpion als Motiv. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich richtig geil. Vor allem auch hier in der Gesamtansicht sieht man das, finde ich, echt schön, wie hier mit dieser Prägung gearbeitet wurde. Das ist wirklich bemerkenswert. Drinnen ist das Mediabook dann eben identisch mit den anderen beiden Versionen, inklusive dem Flyer. Aber das Einzige, was euch wahrscheinlich im Video gar nicht aufgefallen sein wird, weil es ja bei den anderen Mediabooks so gigantisch riesig war, ist, dass es hier gar keine Limitierungsnummer auf dem Backcover gibt. Halte ich auch für eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil es eben zu dem wattierten Look nicht gepasst hätte und natürlich dadurch, dass das wattierte Mediabook ein bisschen nachgibt beim Angreifen, weiß ich jetzt auch gar nicht sicher, inwiefern dieser Sticker dann auch wirklich gehalten hätte. Stattdessen hat Birnenblatt bei diesem Cover sagen wir, ein Makerl beigelegt, das eben tatsächlich auch diesen Makerl nachempfunden ist, die auf Kleidungsstücken hängen, deswegen eben auch hier dieses Loch, wo man diesen Tag dann quasi anhängen könnte, wo noch einmal der Filmtitel steht, beziehungsweise hier dann die eigene Nummer aufgeklebt ist. Das ist wirklich eine feine Sache, wo man eben wirklich allein an solchen dezenten Kleinigkeiten erkennen kann, wie viel Mühe sich Birnenblatt bei diesem Release gegeben hat. Und demnach bin ich absolut happy, dass ich diesmal, sagen wir jetzt, ein bisschen über meinen Schatten gesprungen bin und nicht mich einfach nur für ein Cover entschieden habe, sondern da tatsächlich die One-Click-Box mit allen Mediabooks in meine Sammlung aufgenommen habe, weil mir jetzt eben in Natura alle Mediabooks gut gefallen und mir aber auch ganz, ganz besonders diese Box gut gefällt.